befinden uns hier an der Win Week am Stand von IndieMove. Ich habe jetzt hier gerade das einstündige Yoga, Pilates und Stretch-Programm gemacht, gell? Ja. Mich würde mal zuerst interessieren, inwiefern dass sich das Programm von IndieMove vom herkömmlichen Yoga, wo man ja so Asanas macht, Meditation, unterscheidet, ja. Ich würde vor allem sagen, dass es eigentlich wirklich keine Schubladisierung ist. Ja. Also, es ist nicht spezifisch jetzt eine Yoga-Richtung oder die andere, weil grundsätzlich ist eher so ein bisschen die Frage, was ist Yoga? Ja. Yoga kann vieles sein und jeder sieht auch so ein bisschen einen eigenen Weg im Ja. Yoga oder hat eine eigene Blickrichtung auf Yoga. Und so finde ich auch ganz wichtig, dass man das nicht in einem Böckchen denkt, sondern dass das ganz vieles kann sein kann. Ja. Mir ist einfach vor allem wichtig im Yoga oder so bei Bewegungsformen, dass es um eine möglichst langanhaltende, vitale Lebensform geht. Und zwar heisst das innerlich und äußerlich. Und vor allem anfangen wir eigentlich beim Innerlichen. Und das Innerliche kann man halt vor allem auch schaffen, indem man zuerst mit dem Äußerlichen das auch so ein bisschen symbolisieren, dass man sich dann vielleicht auch innerlich besser fühlen kann, wenn man sich auch äußerlich, rein schon von der Haltung her und alles, einfach ein bisschen, sagen wir mal, offener, freier und auch ein bisschen selbstbewusster fühlt. Ja, sehr interessant. Was ist denn genau der Nutzen jetzt für den Sport und im Alltag, wenn man regelmäßig Yoga macht und das wie ins Leben integriert? Ja, grundsätzlich, was ich immer so gerne ein bisschen als Analogie nutze, ist, dass wir eher ein bisschen zum T-Rex mutieren. Das heisst, wir haben sehr viele Innenrotationen der Schultern. Das heisst, wir haben viele Handys in der Hand oder wir arbeiten mit dem PC. Genau, Oder sag's nicht, ja. dann gehen wir am Abend heim Absolut. aufs Sofa, hängen jetzt auch noch gerade so auf dem Sofa. Ja. Genau. Und darum, wir Oder werden auch Lesen ist ja auch so meistens verkrampfte Haltung, gell? ja, genau, leider. Ja. Und da kann einfach eigentlich fast jede Bewegungsform, besonders natürlich Yoga, Stretching und halt auch Pilates mit der Stärkung der Körpermitte helfen, dass wir uns da ein bisschen grösser machen, dass wir eigentlich an der Schwerkraft entgegenarbeiten, entgegenwirken. Also nicht so ein Buckel machen, sondern so gestreckt und gerade. Und, Genau, dass man wirklich die Kraft der Wirbelsäule oder auch die Struktur, die die Wirbelsäule hat, dass man die auch nutzt, aber halt natürlich auch unterstützt. Und das kann man natürlich einerseits mit Krafttraining schaffen und gleichzeitig natürlich auch mit Verlängern vom Ganzen. Also, weil eigentlich je mehr Muskulatur herum ist, desto mehr zieht sich das Gewebe zusammen. Darum sehen wir viele Budybuilder, die dann fast nur noch so laufen. Sie sind aber meistens nicht so beweglich, sie sind meistens relativ steif. Und, und sie können sich auch gar nicht mehr gut strecken. Das ist eigentlich nicht wie Yoga im Prinzip. Yoga ist ja mehr, dass man beweglich ist. Und, genau, es braucht eigentlich auch nicht Beweglichkeit, dass du ins Yoga kommst, sondern ich sage immer, ich gehe zu einem Skilehrer, weil ich Ski fahren oder lernen. Sonst muss ich nicht zu einem Skilehrer. Und für das Yoga musst du eigentlich nicht grosse Voraussetzungen haben, außer einfach möglichst einen gesunden Körper, wo du viele Bewegungen machen darfst. Oder wir bringen dich dorthin, dass du wieder mobiler wirst, dass du aber auch, ich sage mal, vom Geist her wirklich ein bisschen in das hinein kannst dich begeben. Weil häufig sind wir so fest im Kopf versessen oder verhöckelt, dass man ein bisschen die Verbindung zum Körper eine Art verloren hat. Also, wie jetzt, wenn wir heute auch in der Stunde gemacht haben, die Verbindung zu den Füßen, zu den Zehen, die wird häufig abgeklemmt durch zu enge Schuhe oder einfach, dass wir fühlen uns gar nicht wirklich im Körper. Entspannt so, dass man, entspannt, aber auch bewusst. Eigentlich bewusst für uns selber. Weil wir irgendwie so da oben im Kopf leben und irgendwo sind, aber eigentlich gar nicht in unserem Körper. Und früher oder später kann das der Körper vielleicht auch zeigen. Hey, hallo, da wäre ich auch noch. Irgendetwas zeigt er dann vielleicht. Und das kann natürlich für jede Sportart oder nicht sportliche Person kann das unterstützen. Viele schwören zum Beispiel auch darauf, die klettern regelmässig, dass ihnen Yoga wiederum sehr hilft. Gleichgewicht oder Gleichgewicht? Entspannung, dass man nicht so in Stress kommt, weil das ist ja schon noch gefährlich, wenn man klettern ist. Ja, so vom Mentalen her. Genau, der Fokus vor allem. Ich glaube, gerade als Kletterer, ich kenne es zu wenig, aber als Kletterer zum Beispiel, musst du so fest im Moment sein, um jetzt deine nächste Strecke ausdenken. Oder auch jetzt als
Boxer zum Beispiel. Ich habe auch Kunden, die Boxer sind oder Schwinger, wo wiederum eben so den Ausgleich eigentlich finden. So ein bisschen vom Kraftvollen, vielleicht so ein bisschen von dem Zentrierenden, Abhackenden, um eben auch so ein bisschen einerseits locker zu lassen, aber auch zum Stabilisieren von der wichtigen Körperpunkte eigentlich. Ja. Also ich habe ja jetzt da mitgemacht beim Yoga, Pilates, Gymnastikprogramm. Und ich muss sagen, gewisse Übungen sind mir ja recht schwer gefallen, weil einfach eine Art Muskulatur noch nicht da ist. Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir noch 3 oder 4 Repetitionen. Ja. Und ich habe gedacht, oh, das verbessert sich schon, wenn man das regelmäßig trainieren tut. So, und wenn jetzt zum Beispiel sagen, ich würde das jetzt bei euch so einmal in der Woche machen, ihr bietet das ja an. Wenn ich das ein halbes Jahr mache, dann sehe ich da schon einen Unterschied vom Körper her, dass ich dann nicht mehr so die Mühe habe. Und das, wie soll ich sagen, es ist bei mir mehr, weil ich das noch nie gemacht habe, ist ja der Geist nicht abgeschaltet. Weißt, ich bin immer am Schauen, wie machen es die anderen, mache ich irgendeinen Fehler. Das ist eigentlich überhaupt nicht, was Yoga soll sein, gell? Eben, nochmal die Frage, was ist Yoga? Ja. So häufig haben wir eine starre Vorstellung und bei allem im Leben ist es eigentlich besser, wenn du ohne Vorurteile daran herangehst. Darum hat es schon viele Momente gegeben, wo die Leute denken, aha, das kann auch Yoga sein. Ja, ich habe mir da immer, weiss nicht was, darunter vorgestellt. Aber es kann ganz ein Haufen sein. Garantieren kann ich dir natürlich nichts, wenn das dein Körper aufnimmt oder auch ein bisschen dein Geist, weil schlussendlich geht es ein bisschen darum, was kann dein Körper umsetzen dank deiner Einstellung. Einstellungssache ist natürlich ganz ein Haufen. Ja. Wenn du vielleicht schon in eine Stunde gehst und du denkst, ich bin viel zu steif und ich kann das nicht, ja, dann hat auch der Körper Mühe, natürlich, dann, ohne deine Unterstützung das umzusetzen. Aber du kannst definitiv Sachen selber von dir, Veränderungen erwarten, dass du vielleicht auch nicht nur vom Körper, sondern vielleicht auch vom Geist her ein bisschen flexibler wirst oder dass etwas mal ein bisschen anders anschaust. Dass vielleicht mal auch in der Stunde gehe ich oft einmal in eine andere Perspektive von etwas. Dass man auch vielleicht mal auf dem Kopf ist und etwas vielleicht nicht nur jetzt gerade so situativ anders anschaut, sondern irgendetwas, was gerade in deinem Leben passiert. Wie schnell das wird gehen, das kann dir niemand sagen. Das ist individuell, meinst du? Ja. Auf alle Fälle, wie alles. Ja, wie alles im Leben. Aber du kannst natürlich einiges dafür tun und unterstützt es natürlich mit so einer ganzheitlichen Sichtweise und Bewegungsform. Und euch findet man da in Brunnen oder wo sind ihr zu finden? Ja und nein. Ich gebe unter anderem in Brunnen Outdoor, Yoga und Pilates. Das heisst, Outdoor das findet in einem Privatgarten statt. Es ist aber ein riesiger Garten mit Obstbäumen und Rosen etc. Das klingt sehr interessant, ja. Genau. Das ist einfach in dieser Saison, wo das Wetter auch mitspielt. Und sonst gebe ich zusätzlich noch wöchentlich Yoga- und Pilates-Unterricht im Studio in der Schweiz. Wo ich selbstständig arbeite als Unterrichtende. Und man findet mich auf Instagram, auf Google. Ja. Genau, eigentlich jenste Informationen. Ist ja da der Brand? IndieMove. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Training. Ja, sehr gerne. Ich komme gerne mal trainieren bei euch und dann schaue ich mal, wie sich das entwickelt. Super, das nimmt mich sehr wunder. Schön, dass du mitgemacht. Merci, mach's gut. Super. Danke fürs Interview. Danke. Tschüss.